Viele Menschen stellen sich die Frage, wie gehen Buddhisten mit Leiden um und wie kann der buddhistische Weg dabei helfen, sich von Leid zu befreien. Es ist so ein zentrales Thema für den buddhistischen Weg, dass es fast unmöglich erscheint, das in einer Viertelstunde zu beantworten. Aber warum nicht? Versuchen wir es doch einfach. Tatsächlich wurde die buddhistische Lehre ja missverstanden als irgendwie zu sehr aufs Leid fixiert. Und bei der Buddha seine 4 bekannten edlen Wahrheiten tatsächlich so formuliert hat, dass er zunächst mal gesagt hat, hey, schaut hin, was auch immer wir hier jetzt erleben, in dem sogenannten Samsara, in unserem normalen Sein, das ist alles von Leid durchdrungen. Hört sich an wie eine miesepetrische Aussage, aber ist tatsächlich genau das, was wir brauchen, um dann zur echten Freude zu finden. Und dann sagte er, ja, und das hat die Ursachen beschrieben und tatsächlich gibt es ein Sein völlig frei von Leid. Und es gibt 4. einen Weg zur Befreiung von Leid. Und in allen diesen 4 Einsichten taucht das Wort Leid auf und man denkt, im Buddhismus geht es ständig um Leid. Was der Buddha so nicht gesagt hat, ist, dass die ganze Sache könnte man auch so aufziehen. Was verhindert eigentlich, dass wir glücklich sind? Wodurch kommt das? Es gibt wahres Glück und der Weg ins wahre Glück. Also man kann diese 4 edlen Wahrheiten alle auch mit dem Wort Glück oder Freude formulieren. Und das möchte ich euch jetzt ein wenig darstellen. Schaut mal, bei der Analyse unseres Seins. Wir sind nicht ständig im Leid, ne? Ist ja klar. Ich freue mich an allem Möglichen, ich freue mich am schönen Wetter, ich freue mich am Essen, ich freue mich an Freundschaften, ich bin auch so einfach mal glücklich, ohne Anlass. Und doch, wenn ich hinschaue, und da ist, wo wir jetzt ehrlich sein müssen, dann ist, sobald etwas Unangenehmes auftaucht, zum Beispiel, jetzt drückt es mich hier ein bisschen unterm linken Oberschenkel. Dieses unangenehme Gefühl, was da ist, das könnte sich direkt zu Leid auswachsen. Also neben dem Unangenehmen könnte ich in eine innere Abwehrspannung kommen gegenüber diesem unangenehmen Gefühl. Und das erhöht innerlich den Stress. Also Unangenehmes, was auftaucht, etwas, was ich als unangenehm erlebe, da setze ich normalerweise noch eine Reaktion obendrauf, die Reaktion des Nicht-Haben-Wollens. Führt dazu, dass ich mich sofort meine, anders hinsetzen zu müssen, dass ich vielleicht aufstehen muss, um mir einen anderen Stuhl zu suchen und. Also ich bin eigentlich nicht mehr frei. Ich bin gezwungen durch eine intensive Erfahrung, eigentlich ist es nämlich gar kein Schmerz, sondern nur ein Druck, relativ spürbar. Und ich bin durch das Einstufen dieser Empfindung als unangenehm wie gezwungen dann zu reagieren. Und da ist der buddhistische Weg ganz klar. All die unangenehmen Erfahrungen, die wir haben, schauen wir doch mal, wie wir da das zusätzliche Leid entspannen können. Also nicht mit so viel Aversion reagieren, sondern offener, durchlässiger bleiben, um dann zu sehen, wo ist es wirklich wichtig, dass wir etwas verändern, weil es könnte schädlich sein für die Gesundheit, für andere und so weiter. Und dann lösen wir das auf, aber ansonsten kann ich doch ganz entspannt sitzen bleiben, auch wenn es irgendwo juckt und drückt und ja, und ich akzeptiere, dass das ohnehin zum Leben dazugehört, dass wir eigentlich fast immer ein wenig unangenehme Empfindungen irgendwo haben. Und dann gibt es auch leider das Leid bei angenehmen Erfahrungen. Und das
nannte der Buddha das Leid aufgrund des Wandels, der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit, der angenehmen Erfahrung. Etwas ist schön, wir mögen es, und schon während es stattfindet, entsteht ein Greifen, der Wunsch, dass es lange anhält, länger anhält und die Sorge, dass es nicht anhalten mag. Also zum Beispiel in Beziehungen. Wir sind verliebt, wir sind toll unterwegs, wir sind in Ferien, was auch immer. Wir möchten, dass es weitergeht, dass es sich wiederholt und entwickeln Ideen darüber, wie es sein wird, wenn das vorbei ist, wenn Trennung stattfindet, wenn ein Verlust stattfindet. All das ist unsere Schwierigkeit, ist ein Spiegel für unsere Schwierigkeit, bei angenehmen Erfahrungen uns entspannt zu freuen. Also es wirklich zu genießen, dass es jetzt so ist und ohne durch die offenkundige Freude, durch die angenehmen Erfahrungen in ein Greifen zu kommen, es festhalten zu wollen, entgegen der Natur der Dinge, denn wir können gar nichts festhalten. Niemand kann das Wetter festhalten. Niemand kann eine Beziehung festhalten in ihrer wunderschönen Qualität, sondern das Einzige, was wir können, ist, eine Beziehung weiter zu gestalten, sodass wieder und wieder die Faktoren zusammenkommen, die zu einem angenehmen Erleben führen. Festhalten können wir da nichts. Und dieses irrtümliche Greifen und Festhalten wollen von angenehmen Erfahrungen ist eine weitere Quelle von Leid. Und wir lernen, und das ist der buddhistische Weg, das ist, wo tatsächlich jede Menge Übungen sind. Wir lernen es, genauso wie mit dem Unangenehmen, lernen wir es auch mit dem Angenehmen, entspannt, offen, durchlässig zu bleiben. Damit haben wir einen weiteren großen Faktor für Leid gemildert, beziehungsweise finden sogar den Ausstieg daraus. Es ist tatsächlich möglich, frei zu werden von Leid. Und dann merken wir, und das ist für diejenigen, die beginnen tiefer zu meditieren, dann merken wir, dass wir selbst in neutralen Situationen, also das Neutralste, was man so kennt, ist zum Beispiel tiefer Gleichmut in der Meditation. Wenn der Geist so ganz ruhig wird, so, da merken wir eine, ich würde mal sagen, neurotische Tendenz, selbst dieses ruhige Sein noch zu beobachten, noch zu kommentieren. Irgendwie in eine Spaltung zu gehen, eine Trennung von Ich und mein Erleben. Und das hängt mit unserer grundlegenden Tendenz zusammen, uns für ein Ich zu halten, getrennt von allem anderen. Und das ist die, wie soll man sagen, die grundlegende Dimension des Leides, die Basis dafür ist, die Grundlage dafür, dass wir dann an Angenehmem haften und Unangenehmes ablehnen, immer aus der Perspektive des Ichs. Und diese Ich-Bezogenheit, diese Spaltung der Wirklichkeit in Subjekt und Objekt, die ist sogar noch in tiefer Geistesruhe aktiv. Und was der buddhistische Weg Befreiung von Leid nennt, das ist das Aussteigen aus dieser Ich-Perspektive, aus dieser Illusion, dieser Täuschung, es gäbe da sozusagen Central Headquarters, das zentrale Hauptquartier, jemanden, ein Ich, der das alles beobachten muss, kontrollieren muss, der wie der Chef ist vom Ganzen, getrennt von den Erfahrungen. Diese Täuschung, die wird gezielt auf dem buddhistischen Weg angegangen, und zwar durch Einsichtsmeditation. Erst Geistesruhe für die ersten beiden Formen von Leid, das hilft schon mal unglaublich, damit können wir in tiefe Entspannung und Gelöstheit kommen und dann noch entspannter werden, noch gelöster, indem wir all die trennenden Muster auch noch entspannen, die bewertenden, die kommentierenden Muster, die
immer dieses, bin ich noch auf der rechten Spur, diese Absichten, dieses subtile Wollen und Nichtwollen, was immer noch aktiv ist. Und das bewirkt dann zusammen, alle drei zusammen, werden wir dann eine Erfahrung machen, wo der Geist tatsächlich völlig frei ist von Leid. Völlig frei, völlig offen, völlig durchlässig, gar niemand, der sich in eine Spannung bringt mit etwas Unangenehmem, Angenehmem oder mit neutralen Erfahrungen. Und das wird Erwachen genannt. Und diese Erfahrung des Erwachens, die hat auch wieder zwei Seiten und das ist wichtig zu wissen. Es ist nicht nur die Befreiung von Leid, sondern es ist das Erwachen von Freude, von Mitgefühl, von einer umfassenden Liebesfähigkeit, von tiefem Verständnis für alles, also Seinserkenntnis. Da werden so viele Qualitäten wach, zum Beispiel Freigebigkeit fließt von selbst. Wir haben eine Geduld, ohne geduldig sein zu müssen, weil wir uns nicht mehr so wichtig nehmen. Gar nicht mehr wichtig nehmen. Es ist also eine Fülle von Qualitäten, die da auftaucht, ganz einfach, weil wir nicht mehr die Kräfte nähren, die zu diesem engen Geisteszustand führen, wo wir uns im Gegensatz zu allem anderen für so wichtig nehmen und ein künstliches Ich erzeugen. Und so hilft der buddhistische Weg tatsächlich in dieses Freisein von Leid zu finden und man sagt ebenfalls in der buddhistischen Sprache sagt man, in die wahre Freude zu finden. Also wahre Freude bedeutet hier eine Freude frei von Greifen, eine Freude frei von Subjekt und Objekt, in dieses zeitlose, freudvolle Gewahrsein, das die Erwachten auszeichnet. Das ist die positive Beschreibung dessen, wohin uns dieser Weg der Freude führt. Das ist eine andere Bezeichnung für genau denselben Weg, den man auch Weg der Auflösung des Leides nennen kann. Und da beschreibt schon der Buddha 16 Arten von Freude und wie sich die Freude im Laufe des Weges dann tatsächlich freisetzt und weiterentwickelt, immer wieder auftaucht und schließlich zur eigentlichen Triebfeder des Weges wird. Das Vertrautsein mit dem, wie der Geist ist, wenn er in Freude aufgeht, das wird zur eigentlichen Motivation für uns selbst, immer mehr aus diesen engen Geisteszuständen auszusteigen und in diese natürlich freudvollen hineinzufinden und das auch für andere zu tun, das für andere zu ermöglichen, ihnen zu zeigen, wie es denn möglich ist, nicht mehr die Enge zu erzeugen, sondern in die Weite zu gehen, die von Natur aus so eine subtile Freude beinhaltet, wir könnten auch sagen, eine heitere Gelassenheit. Das ist keine so eine überschwängliche Freude, sondern es ist so eine gelöste, unbeschwerte, sorglose Heiterkeit. Und das ist das Zeichen dafür, dass unser Geist tatsächlich frei geworden ist von den greifenden Mustern, also von den leiderzeugenden Mustern. Und wenn ihr euch die buddhistischen Methoden anschaut, dann könnt ihr sehen, dass jede Methode, ihr könnt wirklich jede nehmen, einen Aspekt hat, Leid zu verringern und innewohnende Qualitäten freizusetzen. Deswegen wird es Dharma-Methode genannt, weil diese doppelte Funktion immer vorhanden ist. Also ich wünsche euch viel Freude auf dem Weg der Freude, der gleichzeitig auch der Weg des Auflösens von allem Leid ist.